Das ist der 8. Teil der Drohnenserie. Meine Drohne fliegt immer noch einwandfrei, sieht allerdings nicht mehr ganz so sauber aus. Also im Inneren ganz viel Gras, geschnittenes Gras, aussen dran Propeller, nicht mehr so gelb, wie sie schon waren. Es gibt immer wieder mal Sachen, die man reparieren muss, wieder mal irgendein Kabel, das durchgetrennt ist wegen der Propeller und so. Aber mit dem lernt man mit der Zeit umzugehen. Jetzt, das Ziel von heute ist, die 360-Grad-Kamera da vorne drauf zu machen. Und zwar einfach mit so einem Kleber, den man hier von den GoPros und so kennt. Hat da vorne gerade schön Platz. Das ist eine modulare Kamera, hat hinten und vorne eine Linse. Modular heisst, man kann die beiden 360-Grad-Kameras eigentlich auch wegnehmen und eine einzelne hermachen und dann ist es eigentlich so ein GoPro-Konkurrent. Bevor ich jetzt da den Kleber drauf mache, ist sicher mal wichtig, da oben das Ganze sauber zu putzen und vom Fett befreien. Also der Kleber ist eigentlich ein bisschen zu gross. Ich glaube aber, das müsste ich trotzdem haben. Da einmal alles zuschrauben. Das ist jetzt eigentlich, glaube ich, das schnellste Video. Wahrscheinlich und das einfachste, was ich bis jetzt gemacht habe. Weil es ist effektiv nur Kleber drauf. Da zumachen, zack. Ich habe mir jetzt so ein übersichtlich schönes Feld gesucht und hier die Drohne da mal ausprobieren. Der Akku ist schon mal drauf. Da habe ich jetzt leider nicht mehr ganz in der Mitte hermachen, es ist ein bisschen weiter hinten. Die Straps einfach ein bisschen mehr anziehen und dann sollte das eigentlich auch gehen. Die Kamera, die hat doch ein rechtes Gewicht und macht eigentlich die Drohne, dass das Gewicht eher vorne gelagert ist. Ich glaube aber, das sollte eigentlich kein Problem sein, wird sich zeigen, weil irgendein GoPro oder so geht ja im Normalfall auch. Und ja, Akkulaufzeit nehme ich an, wird sich ein bisschen verringern wegen dem Zusatzgewicht. Die Motoren sollten das aber eigentlich easy mitmachen. Ich bin jetzt gespannt, wie das hier tut. Sicht habe ich da schon mal. Die Drohne ist gearmt. Sie ist am Recorden. Und go. Ja, das geht eigentlich erstaunlich gut. So Loopings. Ui. Sie kommt ein bisschen schneller oben runter. Mit dem höheren Gewicht habe ich das Gefühl. Aber und dann einmal ein Looping. Und dann kommen wir da einmal oben runter. Wow. Ups. Da hat sie verirrt. Das war's mit dem ersten Flug. Der Akku ist eigentlich auch schon fast unten. Die Drohne liegt am Boden. Mal schauen, ob da die Kamera und so noch dran sind. So, also das Fliegen ist recht gut gegangen. Der Akku ist einfach viel schneller drinnen, als ich es mir gewohnt bin. Anstatt 2-3 Minuten ist halt der Akku schon nach 1-2 Minuten drinnen. Aber Flugverhalten und so weiter tipptopp. Wenn man irgendein Looping oder so macht, dann habe ich das Gefühl, sinkt sie ein bisschen schneller Richtung Boden. Ich muss dann noch den Hebel ein bisschen mehr aufdrücken, damit sie dann wirklich auch wieder kommt. Jetzt kann man da eigentlich die Kamera mit dem App verbinden und hat da drauf nachher gerade die ganze Drohne, den ganzen Flug eigentlich so drauf. Sicher mal ein spannender Perspektivenwechsel mit so einer 360-Grad-Kamera auf der Drohne, mit dem Tiny Planet und so, recht cool. Man kann das Ganze natürlich nicht nur da am Handy schneiden und bearbeiten und Perspektiven wechseln, sondern über Plugins auch am PC. Ja, that's it. Danke vielmals und bis bald.